das sieht gut aus. Ein Tisch. Elegant, grazil und leichtfüßig kommt er daher und ist doch ein echtes Schwergewicht aus massivem Holz. Leander Sommer, ein junger Tischler aus Breitscheid im Westerwald, baut diesen Tisch für uns. Mit Feingefühl und mit Maschinenkraft. Sägen, fräsen, schleifen. Dutzende Arbeitsschritte sind nötig, bis der Tisch auf eigenen Beinen steht. Leander ist in seinen Beruf hineingewachsen. Ich war schon immer von klein auf mit dabei. Und als Kind habe ich immer, mit meinem Bruder habe ich hier immer zusammen in der Werkstatt immer irgendwas gebastelt am Wochenende. Ja, und so ist mir eigentlich nichts anderes übrig geblieben, als Schreiner zu werden. Also ich mache es auch gerne. Achtung, heiß! Die Tischlerei Sommer trocknet ihr Holz selbst in der eigenen Trockenkammer. Die Trockenkammer, die funktioniert über ein Vakuum. Da entsteht ein Vakuum und gleichzeitig wird das mit Temperatur und Luftfeuchte wieder besprüht, dass das gleichmäßig runtertrocknet. Dass wenn die zu schnell runtertrocknet, wird das wieder besprüht mit Feuchtigkeit und damit das halt dann nicht reißt, wenn es zu schnell trocknet. Denn Holz ist ein lebendiger Werkstoff. Er kann schwinden und quellen, also schrumpfen oder sich ausdehnen, je nach Luftfeuchtigkeit im Raum. Perfekt getrocknetes Holz ist enorm wichtig, damit sich die Möbel später nicht verziehen. Das Ulmenholz sollte nun auf den Punkt heruntergetrocknet sein. Ich messe jetzt nochmal die Holzfeuchte zur Kontrolle, ob das auch wirklich auf die 7% runtergetrocknet ist. Ja, das ist gut so. Weil das Holz arbeitet halt. Es passt sich der Raumfeuchte an. Und das jetzt, man sagt so, im normalen Wohnraum hat man so zwischen 7 und 8% Holzfeuchte. Aber das Gute ist halt, dass wir die Vakuumtrockenkammer haben, können wir das Holz dann auch genau runtertrocknen. Zum Beispiel für den Weinkeller, da ist es ja eher feucht. Da können wir es dann eher nasser machen. Oder für eine Deckenabhängung, jetzt sage ich mal, wird das Holz dann eher trockener. Die Tischlerei Sommer verwendet überwiegend heimische Hölzer. Wir bekommen unser Holz hauptsächlich aus der Schweiz vom Händler. Ja, und wir kaufen da auch nur europäische Hölzer, die nachvollziehbar ist, wo sie herkommen. Jetzt so Tropenhölzer, im Regenwald, wo die Holzwirtschaft überhaupt nicht funktioniert, wie sie gar nicht aufgeforstet werden oder was, das nehmen wir halt gar nicht. Wir achten immer darauf, dass die Forstwirtschaft auch funktioniert. Das hier? Wollen wir mal das hier? Nein, das passt nicht so. Den Tisch wird Leander Sommer aus einem besonders wertvollen Holz bauen. Aus Rüster. So heißt nämlich das Holz der Ulme. So, das sieht auch gut aus. Da kommen wir schon fast hin mit der Breite. Ja. Sein Bruder Franz wird ihm helfen. Auch er ist Tischler. Die Vorauswahl der 3 Bohlen für die Tischplatte wird noch einmal überprüft. Ja, ich hobel die jetzt an, damit man sieht, ob die farblich zusammenpassen. Das sieht man nämlich immer besser, wenn der ganze Dreck, der von der Luft kommt, weg ist. Ja, die passen farblich ganz gut zusammen. Die Farbe passt, aber den kleinen Macken geht's noch an den Kragen. Ja, da noch ein Ast und ein Riss. Ja, müssen wir jetzt hier den Riss, den müssen wir auf jeden Fall rausschneiden. Machen wir einen Tisch, 1,40 Meter wird der, ja, dann machen wir sägen wir die jetzt auf 1,45 ab. Da haben wir noch ein bisschen Zuschlag. Hier auf der Seite sieht das ja ganz gut aus. Ja, das fällt dann in der Breite nachher raus. Ja. Was kriegst du denn da für eine Breite raus? Hier kriege ich
Ja, so 27 würde ich da rauskriegen. Den 53. Ja, da würde ich so den Tisch knapp rauskriegen von der Breite her. Die 3 Bohlen für die Tischplatte werden vorgeschnitten. Ablängen heißt das in der Tischlersprache. Natürlich nur ganz grob und mit genug Zuschlag, denn es folgen ja noch viele Arbeitsgänge. Rüster ist ein hartes, schweres Holz. Für die Tischbeine werden dickere Bohlen gebraucht. Da muss man halt jetzt auch ein bisschen gucken, weil das ist jetzt ein ganz anderer Stamm, dass es halt farblich zu dem Holz, was wir eben hatten, dazu passt. Franz Sommer hat den Massivholztisch geplant und sich was ganz Spezielles überlegt. Ich habe dann halt gedacht, dass wir hier die Lösung vielleicht mit einer Gradleistenverbindung lösen. Ja, das ist ja ganz gut dann. Da kann der auf der Gradleiste arbeiten. Eine Gradleistenverbindung zu bauen, ist handwerklich anspruchsvoll. Aber das sehen wir später noch genauer. Erstmal wird gesägt. Leander Sommer trennt die Holzbohlen an der Kreissäge auf. Daraus entstehen die 4 Tischbeine und die besagten beiden Gradleisten. Auch die Bohlen für die Tischplatte bekommen eine Behandlung an der Kreissäge und büßen dabei ihre Waldkante ein. Die Waldkante ist sozusagen außen der Rindenbereich vom Baum. Ich besäume jetzt und das heißt, ich trenne die Waldkante ab. Da, wo im Kern die Risse sind, da schneide ich noch raus. Drei Bretter für die Platte, 4 Beine und 2 Gradleisten. Viel mehr braucht's nicht, um einen Tisch zu bauen, wenn man mal von handwerklichem Können und vielen Arbeitsstunden absieht. Jetzt werden die Bretter für die Tischplatte plan gehobelt. Abrichten nennt das der Tischler. Aber woher weiß Leander eigentlich, wann's gut ist? Das sehe ich daran, dass es auf dem Maschinentisch nicht mehr kippelt. Dass ich dann weiß, dass es da plan auf dem Tisch aufliegt. Sieht doch schon ganz gut aus, unser Brett für die Tischplatte. Als nächstes kommen die Beine dran. Maschinen gibt es im Möbelbau übrigens schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Abricht-Hobelmaschine wurde bereits 1875 erfunden, kaum zu glauben. Ich habe jetzt hier die Kante rechtwinklig gehobelt und kann das noch mal kontrollieren mit dem Winkel, dass das auch passt. Ja. Auch beim Hobeln muss man aufpassen, damit das wertvolle Holz keinen Schaden nimmt. Und man muss halt darauf achten, auf den Maserungsverlauf. Es ist wie ähnlich, wenn man einen Hund streichelt. Wenn man einen Hund gegen das Fell streichelt, geht auch nicht, mag der Hund nicht, mag das Holz hierbei auch nicht. Und wenn man es mit ins Fell streichelt, dann findet es der Hund gut. So ist es ähnlich auch beim Holz. Weil wenn man es gegen die Faser sozusagen hobelt, dann fetzt eher mal was aus, als wenn man es mit der Faser hobelt. Damit aber noch nicht genug gehobelt, nun werden die Bretter für die Tischplatte auf die gewünschte Stärke gebracht. Ich habe ja die Bretter von 35 mm Stärke auf 27 mm Stärke runtergehobelt. Und der Tisch, der wird in der Endstärke 25 mm. So habe ich da noch 2 mm zum Schleifen hinterher, wenn die Fläche verleimt ist.
Das ist übrigens die Dickenhobelmaschine. Auch so ein nützliches elektrisches Werkzeug zur Holzbearbeitung. Nun ist Leander Sommers Sinn für Ästhetik gefragt. Er legt das Holzbild zusammen. Der Arbeitsschritt, das Bildlegen, ist für den Tisch ganz wichtig, weil der entscheidet ja sich, ob der Tisch hinterher schön wird oder nicht. Ganz zufrieden ist der Tischlergeselle noch nicht. Es geht noch besser. Aus 1 macht 2. Und jetzt? Ach so, ein Teil kommt auf die eine Seite, das zweite auf die andere. Jetzt passt's. Raffiniert. Das Brett habe ich aufgetrennt, weil das hier in der Mitte sehr schön gespiegelt ist. Und das Äußere hat dann ganz gut gepasst, wenn das nur außen gegengelehnt ist. Deswegen habe ich das einmal in der Mitte aufgetrennt und auf beiden Seiten zusammengelegt. Astrein. Ich mache mir jetzt ein Dreieck drauf, das nennt sich Schreiner-Dreieck. Das dient mir dazu, dass ich dann hinterher wieder die einzelnen Bretter zusammenfügen kann. Ein altes Werkzeichen der Tischler, damit nichts durcheinander gerät. Die Kanten werden sauber gehobelt, damit die Fugen zwischen den Brettern der Tischplatte später auch dicht sind. Ich verleime jetzt die Bretter. Das sind Schraubzwingen, mit denen zwinge ich jetzt die Bretter zusammen, so dass ich hier vorne eine plane Kante habe, wo ich den Leim angebe. Der Leim sollte zügig aufgetragen werden. Jetzt habe ich so, wenn der Leim angegeben ist, so circa 5 bis 8 Minuten. Bis dahin sollte ich ihn spätestens in der Presse haben. Wenn nicht, ist er vorher hart und dann müsste ich die Kanten nochmal nachfügen, also den Leim, den hart gewordenen Leim abhobeln sozusagen. Ja. Aber das ist noch nie vorgekommen. Die Bretter für die Tischplatte sind fertig zum Verleimen. Ab damit in die Rahmenpresse. Hier wird mit hydraulischem Druck gearbeitet. Ah, da ist es ja wieder, das hilfreiche Schreinerdreieck. Der Vorzug ist halt, dass ich einen viel höheren Druck habe, dass ich dadurch halt bessere Leimergebnisse bekomme und es halt auch einfach schneller geht. Eine gewisse Schnelligkeit ist halt auch bei uns im Handwerk gefragt, weil der Kunde muss es ja auch bezahlen können. Die hydraulische Rahmenpresse lohnt sich für die Tischlerei. Hier werden nämlich alle Fronten für die Massivholzmöbel noch selbst gefertigt. Durch den Druck wird der Leim halt ins Holz reingepresst und der Überschuss, der wird zur Seite hin rausgedrückt. Der wird dann mit dem Leimkratzer abgekratzt und dann hinterher wird das Ganze halt nochmal verschliffen. Dann sieht man die Fugen, die sieht man gar nicht, die sind ganz dicht zusammen. Aber vorher muss die Platte noch trocknen. Weiter geht's mit den Tischbeinen. Die werden erstmal auf Maß gehobelt. Die waren vorher 65 mm und habe die jetzt auf die 50 mm runtergehobelt. 50 mal 50 mm messen sie zum Schluss. Und auch die Gradleisten werden bearbeitet. Das sind die 4 Beine und das sind die 2 Gradleisten, die die Tischplatte dann auch später gerade halten. Und dann stecken in der Gradleiste die Beine dann auch drin. So,
Jetzt wissen wir also endlich, wofür die beiden Gradleisten gut sind. Zur Weiterbehandlung der Beine geht's an die Kreissäge. Sie werden jetzt nämlich 6 Grad schräg abgeschnitten. Ein Markenzeichen des Tisches und ein Arbeitsschritt, der wirklich knifflig ist. Ich muss mich da ein bisschen rantasten, weil ich kann jetzt schlecht weil ich das schräg geschnitten habe, kann ich das nicht so auf den Anschlag genau einstellen. Und um auch einfach dem Baum gerecht zu werden. Muss man ja immer bedenken, so ein Baum, der wächst ja auch mal mindestens 100 Jahre und da muss man dann auch was Schönes draus machen. Da kann man nicht einfach sagen, hier, jo, ich säg mal drauf los, wenn es das wird, wird's was. Wenn nicht, dann nicht. Muss halt schon vorher mal überlegen. Holz ist ja schließlich ein wertvoller Rohstoff. Ich bohre jetzt hier an der Langlochbohrmaschine die Löcher für die Aluzapfen in die Tischbeine. Die Aluminiumzapfen sollen später mal die Tischbeine mit der Gradleiste verbinden. Auch mit den Maschinen muss der Tischler sehr genau und sorgfältig arbeiten. Und er braucht natürlich viel technisches Know-how. Leander Sommer arbeitet in der Tischlerwerkstatt seiner Eltern. Hier hat der 23-Jährige auch seine Ausbildung gemacht. Exakt zu arbeiten, das ist genau sein Ding. Ich zeichne mir jetzt hier die Löcher ein für in die Gradleiste, wo ich dann hinterher ein Loch einbohre, wo dann der Aluzapfen, der im Bein steckt, der sitzt dann so in der Gradleiste drin. Jetzt kommen also die Löcher in die Gradleisten. Ich pieke die jetzt vor, damit der Bohrer dann nicht verläuft, weil der Bohrer hat hier eine kleine Zentrierspitze. Die sitzt dann in den kleinen Löchern, was ich davor gepiekst habe, sitzt die so drin. Das ist oben nicht ausfetzt, deswegen setze ich eher langsam ein. Beim Bohren braucht Leander also echt Gefühl. Jetzt wechseln wir mal den Werkstoff. Leander Sommer stellt die Metallbandsäge ein. Von einer langen Aluminiumstange will er die Aluzapfen absägen. Ja, hier beim Absägen von den Alubolzen muss man darauf achten, dass das nicht zu schnell, das Sägeband nicht zu schnell da durchgeht. Das kann ich hier mit der kleinen Schraube einstellen. Also nochmal, die Aluzapfen sollen später Tischbeine und Gradleisten miteinander verbinden. Ich muss den Zapfen jetzt hier noch entgraten, damit ich ihn schön in das gebohrte Loch kriege. Die scharfen Sägekanten werden entfernt. Ja, das passt, da habe ich noch genug Luft zum Kleben. Genau so soll's sein. Mit Aluzapfen, Tischbeinen und Gradleisten geht es weiter zur Werkbank. Ja, ich klebe jetzt die Alubolzen hier ein ins Tischbein. Dabei ist halt wichtig, dass man einen guten Kleber nimmt, der auch hält und den schön gleichmäßig da in ein Loch verteilt.
Die Aluzapfenverbindung ist eine Spezialität der Tischlerei Sommer. Sie soll stabiler sein als eine Verbindung mit den klassischen Holzdübeln. Die muss ich jetzt hinlegen zum Trocknen. Das dauert ungefähr so 4 bis 5 Stunden, dann sind die trocken. Dann kann ich die anschließend noch konig hobeln und mit der Gradleiste verleimen. Apropos Trocknen. Die frisch verleimte Tischplatte kann raus aus der Rahmenpresse. Es ist jetzt wichtig, dass ich den überschüssigen Leim wegkratze, damit er die Schleifbänder von der Schleifmaschine nicht zusetzt. Und das Förderband von der Schleifmaschine auch keinen Schaden nimmt. Den Leimkratzer hat Leander selbst gebaut, aus einer Hobelklinge. In der Breitband-Schleifmaschine wird die Tischplatte erstmal von beiden Seiten grob vorgeschliffen. Kalibrieren heißt das in der Fachsprache, also auf die gewünschte Stärke schleifen. Dafür muss die Platte ein paar Mal durch die Maschine gelassen werden. Ja, wir brauchen doch so viele Maschinen, weil wir müssen halt auch sehen, dass es zeitlich in einem gewissen Rahmen machbar ist. Die nehmen einem die Arbeit nicht ganz ab, die erleichtern das nur und machen viele Sachen deutlich schneller, die man früher noch von Hand machen musste. Und so Maschinen wie diese hier, die sind einfach, die arbeiten auf Hundertstel Millimeter genau und das ist dann schon gut, wenn man dann so ein gutes Ergebnis erzielen kann. Leander Sommer wechselt das Schleifband. Für den Feinschliff der Tischplatte braucht er nämlich auch eine feinere Körnung. Wie vorher beim Grobschliff läuft die Tischplatte wieder mehrmals durch die Schleifmaschine, bis sie endlich die gewünschte Stärke hat. Seit mehr als 20 Jahren hat die Schreinerei Sommer ihren Sitz in Breitscheid im Westerwald. Die Kunden kommen aus ganz Deutschland hierher. Von Anfang an haben sich Leanders Eltern dafür entschieden, ganz auf Massivholzmöbel zu setzen, mit Erfolg. Ihren beiden Söhnen haben sie die Liebe zum Holz und zum Möbelbau weitergegeben. An der Kreissäge bekommt unsere Tischplatte ihr endgültiges Format. 1,40 Meter in der Länge und 80 Zentimeter in der Breite. Formatieren heißt der Zuschnitt in der Sprache der Tischler. Der nächste Arbeitsschritt ist ein besonders kniffliger. Ich werde jetzt die Gradnuten in die Unterseite der Tischplatte fräsen, also eine V-förmige Nut, wo dann die Gradleisten eingeschoben werden. Hier das Brett habe ich zur Führung der Oberfräse da. Die Gradnut ist die längliche Vertiefung an der Unterseite des Tisches. Beim Fräsen ist höchste Konzentration angesagt. Das Gegenstück, die Gradfeder, muss später exakt in die Nut hineinpassen. Das ist die Kunst.
Da kommt es jetzt wirklich auf Hundertstel Millimeter an, weil sonst geht die Gradleiste hinterher nicht rein oder geht zu locker rein. Die muss halt wirklich saugend da reingehen, dass sie auch kein Spiel haben. Gerade weil die Beine damit verbunden sind mit der Gradleiste. Heißt das dann, wenn es wackeln würde, wird der ganze Tisch hinterher wackeln. Die Gradleiste ist eine klassische Verbindung für Platte und Beine, die vor allem bei Massivholzmöbeln zum Einsatz kommt. Da muss der Tischler schon was drauf haben. Ja, ich werde jetzt hier die Fasern, die beim Fräsen entstanden sind, werde ich jetzt noch abschleifen und innen drin die Seiten von der Nut glatt plan schleifen, damit die Gradleiste hinterher schön da reinrutscht. Die Seiten der Nut schleift Leander von Hand glatt. Gut. Aus der Rundung am Ende der Nut, die beim Fräsen entstanden ist, muss eine Ecke werden, damit die Gradleiste später perfekt hineinpasst. Leander Sommer stemmt diese Ecken aus. Ich muss zuerst ein Probestück machen, weil ich das halt genau darauf einpassen muss, auf die Gradnut. Weil wenn das zu locker ist, dann wackelt halt das Bein und wenn es zu stramm ist, kriege ich es da nicht rein. Jetzt wird's aber ernst. Die Gradfedern müssen an die Gradleisten gefräst werden. Zuerst kommt das Probestück. Ja, ist doch zu locker. Okay, nächster Versuch. Die Gradfeder ist das Gegenstück zur Nut. Sie muss so exakt gearbeitet sein, dass sie später einwandfrei in der Nut sitzt. Nicht zu locker und nicht zu stramm. Ganz schön schwierig. Aber so ist jetzt perfekt, dass es jetzt mit der Hand nicht weiter so weit reingeschoben ist, wie es jetzt ist. Nun darf aber nichts mehr schief gehen. Mit Hilfe des Probestücks hat Leander die Tischfräse so eingestellt, dass er die Gradfedern makellos in Form fräsen kann. Der Tischler muss sich bei dieser Arbeit sehr konzentrieren. Es kommt auf Hundertstel Millimeter an. Soweit, so gut. Jetzt ist mal wieder die Platte dran. Sie wird an der Tischfräse weiter bearbeitet. Wir fräsen die jetzt und wenn er hier ist, dann kann er ja da runterkippen. Du unterstützt den da ein bisschen und ich schiebe hier nach. Und dann? Dann drehen wir uns und machen die andere Hirnseite. Und ich mache halt hier mit dem Schiebeholz. Soll und ich dann das dann beim zweiten Mal machen, wenn wir uns dann drehen? Kann man machen, danach hast du auch irgendwie mal eine verantwortungsvolle Aufgabe. Unsere Tischplatte wird optisch herausgeputzt, ihre Kanten abgeschrägt. Ja klar, kann ich Lieblingsarbeiten. Zum Beispiel der Holzzuschnitt, finde ich, macht Spaß. Und die verschiedensten Fräsarbeiten, weil man da auch einfach diese Genauigkeit und dann, wenn es dann passt, dann ist das nochmal so eine Bestätigung für einen selber. Alle 4 Seiten der Tischplatte bekommen ihre Behandlung. Leander und Franz Sommer müssen beim Fräsen ganz akkurat sein. Die schrägen Kanten gehören zum Sommerschen Design.
Die schwere Massivholzplatte soll nicht so massig wirken und natürlich noch besser aussehen. Leander ist mit dem Ergebnis zufrieden. Das ist halt eine optische Frage. Dadurch wirkt die Platte halt so ganz dünn, obwohl die halt in Wirklichkeit 25 mm dick ist. Und jetzt wirkt sie so, als wäre sie nur 1 Zentimeter dick. Am guten Aussehen der Tischbeine will Leander noch weiter arbeiten. Er wird die Beine konisch hobeln, soll heißen, dass sie sich nach unten hin verjüngen. Aus optischen Gründen, klar. Das Werkstück liegt auf dem Tisch der Hobelmaschine auf und wird über die Hobelwelle geschoben. Wieder und wieder geht's über die Messer, bis das Bein zum Schluss unten viel schlanker ist. Jetzt ist's aber gut. Die Beine wirken doch echt elegant. Ich habe die Tischbeine jetzt konisch gehobelt, damit die nicht so wie so plumpe Elefantenfüße wirken, sondern so eine gewisse Leichtigkeit haben und besser zu der Tischschräge hier passen. Ich werde jetzt noch hier die Hobelschläge wegschleifen und beim Hobeln, da sind noch hier so wie so die Fasern so aufgerissen. Das muss ich halt auch noch wegschleifen. Tischbeine und Gradleisten fühlen sich noch ein bisschen rau an. Deshalb werden die Seiten an der Kantenschleifmaschine richtig schön glatt geschliffen. Jetzt sind die Tischbeine fast fertig. War ganz schön viel Arbeit. Beim Bedienen der Schleifmaschine muss Leander gut aufpassen. Ich sollte halt nicht ins Schleifband packen, weil das gibt ganz fiese Schürfwunden. Ja, aber ist noch nie passiert. Ich werde jetzt hier eine Bandsäge mit die Schräge grob auf Maß sägen, weil die nicht so genau sägt, die Bandsäge. Dann kann ich mir hinterher noch das an der Kantenschleifmaschine auf Maß schleifen. Erstmal wird die Gradleiste also nur grob abgesägt. Ein paar Millimeter Zuschlag müssen bleiben, denn der Feinschliff kommt ja gleich noch. Leander wechselt zuerst das Schleifband der Kantenschleifmaschine. Um die beiden Gradleisten des Tisches auf Maß zu schleifen, benutzt er eine feine Körnung. Die Gradleisten sind nun abgeschrägt und schön glatt, aber immer noch nicht glatt genug. Ein bisschen was geht noch. Beine und Gradleisten bekommen von Leander eine Behandlung mit dem Handschleifer. Das wertvolle Rüsterholz soll sich glatt und angenehm anfühlen.
Weg mit der Maschine. Den letzten Schliff bekommen Beine und Gratleisten von Hand. Ja, weil ich damit nur mit der Hand die Kanten etwas runden kann. Die Maschine, die kann das nicht. Oder beziehungsweise wird das dann zu viel, wenn ich es dann mit der Maschine machen würde. Und auch nicht gleichmäßig. Nur mit dem Schleifklotz hat Leander das nötige Gefühl. Die Mischung macht's. Mal benutzt der Tischler seine Hände, mal Maschinen. Jetzt gehen wir aber wirklich ins Detail. Ich habe jetzt hier an die Unterseite der Beine eine 45-Grad-Phase gemacht. Es wird jetzt besser, wenn er zum Beispiel auf einem Fliesenboden steht oder ja, auf einem unebenen Boden. Dann ist die Gefahr geringer, dass da was abplatzt. Auch unsere Tischplatte bekommt noch ihren Feinschliff für eine wunderbar glatte Oberfläche. Sieht leicht aus, aber auch bei der Arbeit mit dem Handschleifer muss Leander aufpassen. Man sollte halt nicht zu viel schleifen auf einer Stelle. Man muss immer gleichmäßig in Bewegung bleiben, dass man nicht an einer Stelle zu viel wegnimmt. Ich habe jetzt hier alle Teile fertig zum Zusammenbau. Hier die Gratleisten mit den Bohrungen für die Aluzapfen von den Beinen und die Tischplatte mit den 2 Gratnuten. Das Schwierigste, würde ich sagen, ist das hier mit dass die Gratfedern auch in die Gratnuten schön reinpassen. Dass sie nicht zu stramm und nicht zu locker sitzen. Ob das wohl klappt? Bald werden wir es wissen. Aber eins nach dem anderen. Jetzt muss erst mal geklebt werden. Ja, ich werde jetzt die Beine mit den Gratleisten verkleben. Und da habe ich mir jetzt markiert, welches Bein wo am besten passt. Da sind halt schon noch so kleine, minimalste Unterschiede, wo ich gemerkt habe, dass das Bein passt jetzt da besser und das andere passt in das andere Loch besser. Weil das schon noch, ja, trotz genauer Arbeit immer noch ein kleiner Unterschied. Verleimt und verschraubt sitzen die Tischbeine ganz fest in der Gratleiste. Die kleinen Löcher für die 4 Schrauben hat Leander vorgebohrt. Jedes Bein findet seinen Platz. Sitzt perfekt. Jetzt wird's spannend. Werden die Gratleisten wirklich genau in die Nuten an der Unterseite der Tischplatte passen? Nach dem Probestück müsste es passen. Tja, dann klopfen wir mal auf Holz. Die handwerklich gearbeitete Gratleiste ist das Besondere an diesem Massivholztisch. Sie hält den Tisch stabil. Leander versucht, die Gratleisten von Hand einzuschieben. Ein echter Kraftakt.
Die Gratleisten sitzen nämlich ganz schön stramm. Da muss wohl der Hammer her. Franz, kannst du mal mit anpacken? Hältst du dagegen? Dann schlage ich den Rest rein. Die Gratleiste rutscht ein kleines Stückchen weiter in die Nut, aber nicht weit genug. Und was machen wir jetzt? Ich werde den jetzt in die Rahmenpresse legen und mit Hilfe der Rahmenpresse den Rest reinschieben. Mit hydraulischem Druck. Schon klar, manchmal braucht es eben ein bisschen mehr Druck. Aber Vorsicht, nur wohl dosiert, damit am Ende nicht noch was schief geht. Jetzt sitzt es super, jetzt sitzt es bombenfest. So ein Tisch aus massivem Rüsterholz ist wirklich kein Leichtgewicht, auch wenn er so ausschaut. Jetzt ist er aber doch fertig, der Tisch, oder? Fast, aber noch nicht ganz. Ein Detail fehlt noch. Die Gratnuten werden noch mit Holzdeckelchen verschlossen. So viel Zeit muss schon sein. Wenn man da im kompletten Entstehungsprozess des Möbelstücks dabei ist, dann sieht man es nochmal mit ganz anderen Augen, als wenn man jetzt nur den Holzzuschnitt macht oder nur sägt den ganzen Tag. Die Holzdeckel werden von Hand bündig gehobelt. Denn der hochwertige Röstertisch soll ja auch von unten perfekt aussehen. Und dann ist es endlich soweit. Unser Tisch steht auf eigenen Beinen. Diese Momente liebt Leander an seinem Beruf. Ja, ist auch ein Stück weit wieder zufriedenstellend, dass man wieder was fertig gemacht hat. Ja. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt ist es Zeit für das Finish, also das Oberflächenfinish. Öl. Ja, das gibt einen gewissen Oberflächenschutz und ja, hebt die Maserung halt noch ein bisschen raus. Dadurch wird er halt kräftiger von der Farbe nochmal. Ein Massivholztisch oder Massivholzmöbel geölt. Das altert halt auch einfach schön. Das hat halt, kommt dann eine gewisse Patina im Alter und sieht dann ganz schön aus eigentlich. Und dann kannst du jederzeit abschleifen und wieder neu ölen und somit wieder aufarbeiten. Das Öl bringt Farbe und Maserung des wunderschönen Holzes perfekt zur Geltung. Jetzt ist es geschafft. Der Tisch aus Rüster ist fertig. Viele Arbeitsstunden stecken darin, handwerkliches Können und die Liebe zum Werkstoff Holz. Das ist große Handwerkskunst.